32 Angler. Yes! 16 K.O.-Tickets. Boom! 8 Battles. Ja! 6 Finalisten. Das gibt's doch nicht. 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Bank 2024 wird präsentiert von der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hearty Rice, feel the difference. Und Lure Drop, jeden Monat Weihnachten. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur Episode 12 des YPC Bank 2024 und damit zur Entscheidung in Gruppe B. Sportex-Newcomer Anton Holzleitner scheint vor den letzten 4 Stunden uneinholbar vorn. Zander-Spezi Sebastian Hähnel hat ebenfalls schon einen soliden Puffer auf die Verfolger. Dahinter allerdings entwickelt sich ein harter Kampf ums Halbfinale. Momentan belegen Roman Giacuzzo von Fish Explorer und Berkeley Brandmanager Simon Thorenbeek die Quali-Ränge 3 und 4. Enrico Di Ventura von LMAB könnte aber umstandslos vorbeiziehen, sofern der eine fehlende Hecht, anders als am Vormittag, endlich kleben bleibt. Der für Neuke startende Alex Schmidt auf Platz 6 besitzt ebenfalls noch alle Chancen, zumal er sich die letzten Stunden für seinen Paradefisch, den Barsch, aufgespart hat. Adventures, Fred Julien und Christina Meldau von Duo International bräuchten hingegen schon eine herausragende Serie, beziehungsweise sagen wir, wie es ist, ein Wunder, um hier doch noch ein Last-Minute-Ticket für die Battles zu buchen. Aber ihr kennt das Sprichwort mit Pferden und Apotheken. Insofern gehen wir lieber rein und schauen mal, wer in der Schlussphase das beste Standvermögen beweist. Gut festhalten ist die Devise, denn jetzt geht's los, na hoffentlich, aber es geht zumindest los mit der neuen Folge vom YPC Bank 2024 und zwar Tag 2. Wir brauchen immer noch einen Hecht, das heißt ich brauche den, ihr braucht den nicht, aber ich brauche den. Drückt mal die Daumen, vielleicht klappt das dann, ich gebe auf jeden Fall Gas, aber hartes Stück Arbeit heute. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des YPC Bank. Es geht weiter mit dem feinen Ding hier. Ich weiß, dass in dieser Ecke hier ein Hecht wohnt. Den haben wir auch im Training gefangen leider. Obwohl wir den Haken versteckt haben, kann man einfach nichts machen. Die Fliege kennt er noch nicht, deswegen werde ich ihm die jetzt mal vorsetzen, in der Hoffnung, die packt er. Welcome to the new episode. I'm keeping my tactic, even if it's failing so far, but I saw one perch fishing the bank a little bit further down on this canal. So I'm hoping for more perch to be on this bank. I've been searching for a little bit more clear water. I have it there. There's some structure a little bit above, so I'm going to focus on perch, hoping that the sun makes them active again. So I don't give up and wish me luck. I'm gonna need it. So, die zweite Tageshälfte hat jetzt angefangen und ich bin immer noch auf Besuch am Barsch. Immer noch hier am selben Spot, wo ihr mich zuletzt gesehen habt. Ich angel hier ein Chatterbait in die Steine und ich lasse mir tatsächlich auch wirklich ein bisschen Zeit jetzt hier. Das heißt, ich fische das hier aus, ich fische die andere Seite aus und dann werde ich das alles noch mal mit 1, 2 anderen Ködern abfischen. Weil wir eben hier in der Vorbereitung auf jeden Fall sehr schöne Barsche hatten, die vor allen Dingen aber hier auf Chatterbaits und Spinnerbaits gebissen haben. Aber jeder Angler kennt das ja, das kann von den einen auf den anderen Tag kann das direkt wieder anders sein. Dann wollen sie plötzlich doch wieder nur einen kleinen Gummi auf dem Grund oder sonst irgendwas. Aber ich probiere es jetzt erstmal hier weiter durch mit Powerfishing. In der Hoffnung, dass ich euch gleich den ersten Barsch präsentieren kann. Maybe we need to change the color to provoke some reaction, changing to a very bright colored fire tiger color. Why not? Sometimes it's the key to get better bites. Oh, großer Barsch nachgelaufen. Nicht so eine Trümmermaschine, also ein schöner, stabiler, aber hab ihn voll gesehen. Siehst du? Noch nicht wechseln. Da lieber noch mal hier bleiben. Komm, flapsen weg, Alter. Tack. Taxamüket. Scheiße, wo ist denn der jetzt hin? Der kann ja überall sein, ne? Da war er. Hier ist der Schwall. Die picken den nur an, oder was? Jetzt hab ich ihn.
Hecht. Der Schmal ist schon größer. Ey, hier läuft ein Barsch nach, ein Hecht hier in der Ecke. So, ich glaube, das wird jetzt hier nichts, weil die Sonne ist wieder da, natürlich. Und normalerweise, da kommt der bis sofort, wenn die Fische hier sind. Ich will jetzt noch schnell die Kante von seitlich ein bisschen abwerfen und dann aber noch mal nach vorne gehen, wo wir vorher nicht fischen konnten. Vielleicht ist es ja da besser ein bisschen tiefer. Ich vermute, die Fische stehen wirklich tiefer heute. Ich glaube, dass ich eine klitzekleine Planänderung vornehmen werde und nicht mehr viel länger hier bleibe und dafür dann Zanderangeln fahre. Vielleicht kommt ein Barsch dabei, vielleicht kommt ein Hecht dabei. Wer weiß es am Ende, ne? Deswegen Meter machen, Meter machen, Meter machen. Nächster Spot. Jo, geil. Alter, was ein Biss, Mann. Alter. Er ist ein Zander, aber geiler Biss. Jawohl. Jau. Ja, der bringt uns jetzt nichts mehr für die Karte, aber wunderschöner Fisch und absolut genialer Biss. Ihr wisst es selber, wenn ihr schon mal einen Zander gefangen habt, die Dinger, die ballern einfach so drauf. Ja, den haken wir jetzt kurz ab. Messen brauchen wir den gar nicht und dann kommt er gleich wieder zurück. Ich zeige jetzt kurz den Zander hier. Ja, der hat vielleicht 45 cm. Schöner Fisch, der kommt jetzt gleich wieder zurück. Kein Upgrade, Anton freut sich trotzdem. Bei Enrico gibt's statt Flöte plötzlich Pfeife. Haben Sie eine Fischpasse? Pass, ja, habe ich im Auto. Ja, ik ben echt een dienstklopper. Ja. Dan een fijne dag nog, ja? Guten Tag, ja. Und ook Schnaps, hè? Viele Schnaps. Ja, maar niet vandaag. Ik moet vissen. Ja, bij elke vis 1 snappie. Ja, maar ik heb geen vis gevangen. Nog niet? Nog niet, Ja, nog niks. Hij leidt je af. Dan moet je niet af laten leiden, dus film gewoon lekker fijn vissen. Oké, fijne dag, ja. Tschüss. Die sollten ja nur den Chef zeigen. So eine geile Truppe. 4 Polizisten, die uns hier kontrolliert haben. Also ich muss sagen, solche Kontrollen gibt es in Deutschland nicht. Also bei so viel schlechter Laune, die ich jetzt heute schon seit 5 Stunden nach und nach aufgebaut habe, muss man sagen, dass die Polizisten mir richtig gute Laune gemacht haben. Das ist in Deutschland nicht immer so. Das war in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall, aber hier sind die Polizisten richtig cool. Ich glaube, ich ziehe nach Holland. A little bit of secret sauce. If you fish with tubes and you want to have a maximum of scent inside, I've been hiding a piece of foam inside the tube. So all the oil that I put will stay inside the tube and get released slowly. So I really put a lot. Maybe it makes a difference. Let's see. It's a sign. It's a sign, this boat. Oh, jetzt habe ich einen Biss gehabt. Shit. Ja, Fisch. Fisch. Jawohl. Geil, schöner Hecht. Erster Wurf mit der Maus von Frankie. Und den cashen wir auch so schnell wie es geht ein. Jawohl! Geilo! Geil, 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 geil. Jo. Ey, Wahnsinn. Wahnsinn. Leute, ihr seht's, es ist oft so wichtig, einfach verschiedene Ködertypen zu probieren. Ich habe jetzt gerade vom Jerk, oh, ich muss erst mal durchatmen, geil. Ich habe vom Jerk auf eine Maus vom Hero Lure Maker gewechselt. Die pusht einfach noch mal extra viel Wasser. Es war original der erste Wurf mit dem Köder und ja, sofort Volleinschlag. Und ja, hier jetzt eine grellere Farbe
mit schönem Kontrast grün-schwarz gewählt, weil wir einfach ein recht trübes Wasser haben. Und ja, schauen wir uns den Fisch mal an. Vielleicht bringt uns den einen oder anderen Punkt. Der Gute hat 74 oder 75 hat er. Der bringt uns jetzt tatsächlich nichts mehr. Ich zeige ihn euch trotzdem kurz. Richtig, richtig schöner Fisch. Toller Flusshecht, schön schlank. Ja, macht einfach Spaß, auf solche Köder dann auch geile Fische zu fangen. Genial. Den setzen wir jetzt zurück auf der anderen Seite, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch einer steht. Cool. Und ein Hecht immer ein bisschen Zeit geben. Die brauchen ab und zu etwas länger. Aber der ist fit und haut auch schon ab. Geil! Ja, und hier, wer kennt es nicht, nach dem Hechtfischen einfach schleimige Hände. Natürlich wieder der Handschuh von Picecraft. Und auch hier praktisch das Handtuch. Man kann sich die Hände einfach schnell sauber machen, kann man sich hier irgendwo hinklippen. Super praktisch. Ja, ich habe jetzt den Hecht mit der Hydra Spirit gefangen und ja, der Köderwechsel hat jetzt den Erfolg gebracht. Ich habe davor mit einem Jerk einen Fehlbiss bekommen beim Freischlagen aus dem Kraut und habe dann sofort Köder gewechselt und das hat im Endeffekt jetzt wahrscheinlich das Blatt gewendet. Und hier eben die Maus vom Hero Lure Maker, die macht einfach brutal Druck und dieser Kontrast ist einfach genial. Und hier noch dieses Spinnerblatt unten dran, zusätzlicher Reiz. Ja, perfekt gehakt, Route super, Arbeit geleistet und jetzt hoffen wir, dass hier noch ein Dicker steht. Ich weiß, dass hier dicke Hechte sind. Der Plan ist zwar aufgegangen, aber keine Verbesserung dabei rumgekommen. Wir bleiben dran und schauen, dass wir jetzt für euch noch hier einen Dicken vor die Linse zaubern. Also weiter geht's. Anton fängt munter Fische, die er eigentlich nicht mehr braucht. Für den Großteil der Konkurrenten tickt die Uhr dagegen zunehmend lauter. Mein erster Barsport hat jetzt leider nichts gebracht. Ich habe es mir tatsächlich anders vorgestellt, aber nutzt halt alles nichts. Das heißt, Abmarsch zum Auto und Abfahrt zum nächsten Spot. Der Spot schenkt mir heute nichts mehr, glaube ich. Ich gehe jetzt schnell zum Coach. Entweder fahren wir zu einem anderen Hechtspot oder direkt auf meinen Hass-Liebfischzander. Ich wollte so keine Zeit mehr verschwenden. Ich hatte gedacht, wir fahren direkt auf Zander. Weil ich glaube, Fullcard wird eher schwer und ist gut. Das Boot ist fast so groß wie der Barsch, den ich gefangen habe. Für Essenspause ist keine Zeit. Macht man unterwegs. Wir kommen zurück am Fluss. Wie ich schon gesagt habe, selbes Rezept, andere Gäste. Kann nicht immer funktionieren, aber das bisschen Glück nehmen wir auf jeden Fall mit. Der Zander, da fühle ich mich doch sehr wohl mit. Fliegenfischen auch, aber Zander ist schon auch eine schöne Sache. Gestern hier auf jeden Fall noch harte Tox kassiert. Bedingungen sind ungefähr gleich, nur mit weniger Wind. Das ist natürlich Träumchen. Kann man ein bisschen leichter angeln, ein bisschen langsamer und ran an den Speck. We have arrived to a different body of water. We're at a big canal. Like I said, it felt like the pike fishing was totally off. In the morning we had some nice action, but on spots where I know they are there, we just did not get any reaction on whatever lure. So managed to change the plan. At least I got one really nice pike on the card, so full card. Very happy with that. Now I changed my plan. I went to a canal and we're going to do some crankbaiting and some jigging with soft baits to see if I can upgrade one of the Zanders or of course that perch, because there's I have a full card but a very weak one. I don't think it's enough right now to proceed, so we need an upgrade. Let's go. Oh, Biss. Jo. Boah, geiler Biss. Nein! Weg. Boah, das war ein richtig guter Zander.
Scheiße! Boah, das war ein stabiler. Oh, ärgerlich, ärgerlich. Aber man sieht nicht mal, das Stinger bringt immer den Fangerfolg. Ey, krass. Das war ein richtig guter Fisch. Ärgerlich. Boah, so ein 75er Zander wäre für die Karte schon noch geil gewesen. Oh. Ja, egal, wir gehen jetzt mal zur nächsten Buhne. Wir haben jetzt hier bestimmt eine Stunde investiert auf Zander und Hecht und hat funktioniert. Zwar nicht mit dem Ziel, dass wir die Karte verbessern, aber ja, jetzt leider eben einen riesen Zander verloren. Aber vielleicht kommt einer an der nächsten Buhne. Genau, also probieren wir es einfach weiter. There's a fish. Ah, I lost it. That was a perch. Ah. Short head shake, like that. That was a perch, for sure. Oh, another bite. They are here. Come on now. Come on. Bite. But it can always be a 30 or 35, hey? You never know. Or bigger, whatever. Try some stuff here. Sehr, sehr kleiner Fisch, aber gerade umgestellt auf Dropshot wieder. Erster Wurf, zack. So, den wollen wir gar nicht lange belästigen hier, den kleinen. Wird auch, wenn es gut läuft, 42. Es sind leider alles keine Fische, die mir helfen. Ganz kleiner. Schnell zurück mit dir. Grad gewechselt, Farbe gewechselt und auch den Köder gewechselt auf den Reel Rider in 10 cm auch mit dem Fishtail und damit schön durch die Strömung treiben lassen, einfach, weil es der erste Wurf damit. Bumm. Das war ein Biss. Ich werde nicht mehr. Gut. Trotzdem weiter. Kein gutes Gefühl mehr hier. Habe es jetzt ausreichend ausgefischt. Gestern lief es noch super. Aber das sage ich jetzt zum 10. Mal. Ich werde euch nicht weiter damit belästigen. Schnell alles zusammenpacken. Vorne auf die Spitze. Auch da gestern ein paar Fische gefangen. Unter anderem Topwater-Rapfen. Und das wäre natürlich auch noch ein Träumchen, da nochmal 10 Punkte mitzunehmen. Während Roman mit Bonuspunkten liebäugelt, steckt Fred weiterhin bei den Pflichtaufgaben fest. Now I've switched to Carolina because there's a lot of structure and I was getting stuck all the time into it. So I want to fish really slow into those rocky points, and the Carolina with Texas rig helped me doing this. So I fish it really slow. I lift it, so it's a lift on the bottom, like I'm fishing with the Krabby Louie, and it's a little bit like a crow, so it's speeding up and then slowing down and repeat. It's a good way also when you don't know the place to discover them, because then you get really a good feeling. Do you have rock? So here I can already tell that I kind of a shoulder goes too deep, too shallow, and then I get a flat area. So I'm targeting this flat area potentially to get the bite. Junge, du ahnst es nicht. 81,5. Leute, wir haben unseren Pike. Es hat so lange gedauert. 6 Stunden hat es gedauert. 6 Stunden für einen Pike. Der hat den natürlich ordentlich genommen. Ich habe den auch direkt zurückgesetzt, weil ich wollte jetzt hier nicht lange rummachen. Der Kameramann war leider nicht so richtig ready, aber ich wollte ihn einfach zurücksetzen, weil ich will weiter angeln. Ich möchte noch eine halbe Stunde auf Pike angeln. Wir haben hier ein offenes Wasser, hier ist Wind drauf. Hier waren wir heute schon mal, da waren 5, 6 Kormorane drauf. Da war das Gefühl nicht so gut. Jetzt kommt man hierher. Erster Wurf hier direkt die Packung lang. Pam, voll drauf gehauen.
Der Hecht kommt spät, aber er kommt und ändert die Lage erheblich. Gut 2 Stunden vor dem Ende liegt Enrico nun auf Platz 3 und setzt Simon unter Zugzwang. Sollte der Mindener einen weiteren Esox nachlegen, könnte er auch Sebastian noch einkassieren. An der Spitze hingegen bleibt es vermutlich einsam. Ihr seht, wie ich hier jigge. Ich schmeiße jetzt vom Buhnenkopf flussaufwärts und der Köder treibt ja etwas auf mich zu. Und in der Absinkphase kurbel ich ganz langsam, sodass ich den Kontakt zum Köder nie wirklich verliere. Also das beeinflusst den Köder an sich nicht. Ich hole nur den Schnurbogen, der sich bildet, etwas auf. Und es funktioniert auf Anhieb. Das ist ein schöner Zander. Oh ja, das ist ein schöner. Ja, es ist lächerlich. Oh ja, Mann, geil. Leute, was ist eigentlich los hier? Es ist doch wie im Märchen. Ich erkläre euch gerade noch, warum ich das mache. Wenn der Köder auf euch zutreibt, dann verliert ihr gern mal den Kontakt einfach. Und wenn ihr ganz langsam kurbelt, dann ist es nicht der Fall und es funktioniert halt einfach auf Anhieb. Das ist definitiv eine kleine Verbesserung. Der Fisch hat über 60, den messen wir jetzt kurz. Und das macht den Fehlbiss von vorher etwas weg, aber der war noch mal um Eck größer, glaube ich. Aber egal, ich bin super happy. Und jetzt schauen wir uns den Fisch kurz an. Genau, 59. Ja, wunderschöner Buhnenzander, wie im Bilderbuch, schön vom Prallhang weggechickt. Geiler Fisch, geiler Biss. Der hat ins Handgelenk geströmt wie mit 220 Volt. Es ist so geil. Den lassen wir jetzt gleich wieder zurück. Und dann zeige ich mir was zu meiner Zanderjigge. Geil, absolut genial. Der Plan ging jetzt tatsächlich auf. Wir haben eine Verbesserung um 1 cm. Ist in Ordnung. Die Karte wird besser und besser. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da wir vorne jetzt den großen Aussteiger hatten, dass hier vielleicht noch ein größerer dabei rumkommt. Ganz kurz zum Gerät, was ich hier verwende. Ich nutze hier unsere neue Auflage von der Absolute Level 3. Die ist jetzt 2,65 Meter lang und hat bis 55 Gramm Wurfgewicht und ist für so eine Angelei wie hier jetzt an Buhnen von, ich sag mal, 7 bis 28 Gramm perfekt geeignet. Also es ist echt eine Traumroute. Die hat einen 1100er Toray Blank und ey, die Bisse, die stromen durch. Das ist unfassbar. Es macht einfach nur Spaß. Die ist federleicht, wunderbar ausbalanciert. Und Köder fische ich hier jetzt an 10 Gramm, Kopf 14 cm Gummi. In der natürlichen Farbe des Wassers nicht ganz so angetrübt wie die letzten Male. Und ja, es funktioniert einwandfrei. Es war jetzt der 3. Zanderkontakt und wir machen genauso weiter. Leute, ab sofort startet die Ilex Week auf hecht-und-barsch.de, bei der ihr 3 richtig geile Preise gewinnen könnt. Pro 50 € Warenwert von Ilex landet ihr automatisch mit je einem Los im Lostopf. Und das gibt es zu gewinnen. Der 3. Preis ist ein Prototyp aus unserer Ilex Night Shadow Serie. Und wer diese Route gewinnt, hat ein echtes Unikat. Der 2. Preis ist ein richtig fettes Köderpaket von Ilex im Wert von über 1000 €. Und der Hauptpreis ist natürlich ein Angeltag mit mir am Rheindelta, wo wir den kapitalen Räuber nachstellen werden. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei der Teilnahme. Allzeit Petri Heil. Einen von euch sehe ich wahrscheinlich bald am Wasser. Macht's gut, bis bald.
Der neueste Scheiß, teilweise schon bevor es überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders schon nicht gibt. Ein Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit dem Lurdrop aber ganz bequem bei dir in der Bude. Ganz egal, wo du herkommst. Lurdrop ist für alle geil. Check www.lurdrop.de und werde auch du ein glücklicher Lurdropper. Also wir sind jetzt an einem Zanderspot angelangt und ich werde jetzt versuchen, hier ein bisschen auszuwerfen und dann aber wieder hier so ein bisschen die Mauer abzufischen. Und schauen, ob ich mir jetzt endlich den Zander hole. We arrived at a new spot. I saw some stream there, so I wanted to check for zander. And we're gonna see what we can do there. Because the perch were not active and the sun was away a little bit, so let's change strategy and see if I can catch a zander or two. Also die Zander wollen nicht mehr, irgendwas ist. Das ist die Veränderung. Aber die Barsche, weiß ich gar nicht, mal gucken, vielleicht wollen alle Fische gerade nicht, ne? Das passt auch zu diesen Fehlbissen, die ich hatte die ganze Zeit jetzt auch. Heute Morgen haben sie noch weggeraucht und dann nicht mehr so soll. Der Hecht hat auch nur angepickt. Also mein Gefühl sagt mir, es ist rum, es kommt nicht mehr. Yes. Wow, that's good. Good one. Good one. Yes. 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 Man, that's a relief. My little trick with the chance hook, 66.5, so 67. Yes. Yes. Woohoo. Yes. Whew. Never give up. Never give up. Yeah. Now we're talking. Couple of more like this, and we might come up the ladder. First step now. We have been passing this spot earlier today, and from the road I could see that it was no stream. And then when we were waiting, the bridge was open. I saw the white foam, and I said, okay, no way, I need to stop there. And I get the intuition because suddenly, when I was fishing for perch, I saw that the stream started to flow in the direction of the gate. We were fishing upstream. And so I said to myself, okay, time to change anyway, nothing is happening there. So maybe something is happening because of the stream. So I wanted to check behind the sluice. And one fish. Let's catch some more and I'll be happy. Und wenn ihr Hochwasser habt, dann ist es auch ganz wichtig, dass ihr immer, vor allem ja, bei so Buhnenköpfen, in denen sich das Wasser... Jo! Riesenhecht! 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 Geil! Ich erkläre euch gleich, was ich sagen wollte, weil genau das hat funktioniert. Boah! Jo, 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 jo. Oha. Ja, das ist er. Den brauchen wir unbedingt. Den brauchen wir ganz dringend. Jo. Und rein mit dir! Leute, der Plan
geht auf. Ey, wir haben unsere gute Hechtverbesserung und es ist irgendwie schon fast kitschig. Immer wenn ich euch was erklären will, funktioniert's. 85, genau. Ja Leute, der Plan ging mal wieder auf. Ey, absolut genialer Hecht. Traumfisch, 85er Flusshecht, ey, Volleinschlag auf den geleierten Gummi. Und ich wollte euch gerade erklären, warum, aber zuerst geht der jetzt mal schnell zurück. Jo, der ist putzmunter, der will weg. Geil, genial. Ja Leute, was ich euch erklären wollte, wenn ihr Hochwasser habt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr die überschwemmten Bereiche überfischt. Der Kleinfisch, der stellt sich, wenn mehr Druck auf dem Wasser ist, einfach gerne in diese beruhigten Bereiche direkt an der Steinpackung. Und ich mache den ersten Wurf zur Steinpackung und es gibt den Tock. Also vor allem beim Hochwasser nehmt es immer mit. Die direkten Uferbereiche sind oft, auch beim Zanderangeln, ganz entscheidend. Zum Teil auf einen 3-Gramm-Kopf einfach nur die Steine hier vor den Füßen abschicken. Ist bestens aufgegangen. Und jetzt können wir ja, noch auf den Big Zander gehen oder keine Ahnung. Es ist scheißegal. Es läuft einfach. Es ist der Wahnsinn. Wir machen weiter. Oh, jetzt hatte ich gerade einen Biss. Aber vielleicht kein großer Fisch, weiß man nicht. Aber hier sind ein paar kleine Krautfelder zwischen mit echt tollem Kraut. Wie man jetzt hier, ja, das ist jetzt das Fadenkraut, was meistens um das gute Kraut hängt. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht. Aber es war definitiv ein Biss. Ja, ich habe jetzt wieder gewechselt auf den Multi-Vibe mit Extra-Vibe, also mit dem Spinnerblatt hier dazu als Spinnerbait. Mache hier noch ein paar Würfe, dann noch mal einen anderen Platz und dann muss ich mir überlegen, was ich mache. Vielleicht mache ich noch mal eine komplette Planänderung. Scheint aber trotzdem jetzt so zu sein, dass die Fische irgendwie on sind. Also deswegen ist es gar nicht so einfach, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Aber vielleicht gehen wir noch mal Barschangeln heute. Yes. Man, they are fighting. They are fighting. Yes. Oh, this one, not the same, eh? He swallow it, man. No need. I'm gonna need the pliers. Look at this. He loves the blickshad. Okay. 61.5. Finally, look at those. Beautiful. Yeah, let's release it. Yes. Der wird doch wohl nicht. Fred bleibt vorerst auf dem vorletzten Platz, aber dank seines durchaus beachtlichen Punktedurchschnitts würden Stand jetzt 2 weitere Zander dieser Größe auch ohne Full Card für Platz 4 reichen. Abwarten, wie sich das entwickelt. Anton hat derweil eine mögliche Erklärung für seine Ausnahmeperformance gefunden. Ja, schaut mal her. Also wir haben jetzt hier am Ufer tatsächlich eine angeschwemmte Laube gefunden. Und wie ihr sehen könnt, hat mein Erfolgsköder jetzt auf Hecht und Zander ja, das gleiche Muster, ungefähr die gleiche Länge. Und wenn ihr so tote Fischchen am Ufer findet, dann passt euren Köder einfach daran an. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Die hat jetzt ungefähr so 12 cm die Laube und der Köder 14, also das passt voll. Oh nee, ey, wechsel gerade Akku, Digga. Aber auf der GoPro habe ich. Nein.
Yes! Yes, Mann! Es ist unglaublich, ey. Da beißen die 6 Stunden zu spät einfach. Unfassbar. Yes! Leute, der Fisch hat sich so eingedreht, den Kescher, dass ich jetzt einfach den Kescher kaputt schneide. Weil ich nicht möchte, dass der Fisch hier stirbt. $75. Da macht man sich schon den ganzen Tag Gedanken und denkt sich, scheiße, scheiße, die beißen heute nicht, die beißen heute nicht, die beißen heute nicht. Und irgendwann beißen die dann. Und dann denkt man sich so, stell dir mal vor, du wärst jetzt abgehauen. Stell dir mal vor, du hättest jetzt gesagt, ey, ich fahre ganz woanders hin. Ich hatte das nämlich im Kopf. Ich hatte im Kopf, ganz woanders hinzufahren. Und jetzt stell dir vor, du machst das und sitzt eine Stunde im Auto. Und das ist die Stunde, wo sie beißen. Wir haben da gestern drüber gesprochen, tatsächlich mit Flo Hassenflug und Dustin Schöne. Stick to the plan. Das ist das Ding. Stick to the plan. Oh, das ist echt schlimm. Ne? Das ist ja leider schwierig, wenn man 2 Drillinge hat und dann auch noch dementsprechend Hechte, die sich so krokodilmäßig um sich selbst drehen. Dann passiert das leider häufig, dass die sich komplett in den Kescher einwickeln. Hier nochmal der Köder. Cappuccino Clara, 16 cm Drunk Twister, absolute Bank das Teil. Ja Leute, hier, perfektes Netz für Catch and Release. In das eine Loch kann er reinschwimmen und im anderen wieder raus. Jetzt muss ich mir überlegen, wenn ich das hier jetzt mit Kabelbinder dicht mache, reicht trotzdem noch für einen 80er. Kriege ich auch einen Meterfisch rausgeschöpft. Mit Hähnel auf der Spur, mit der Schöpfkelle dann. Was für eine Nervensache, es ist echt. Aber die Polizei hat mir gute Laune gemacht. Das war nicht immer so in meinem Leben, dass die Polizei mir gute Laune gemacht hat. Heute bedanke ich mich bei der Polizei. Wäre interessant, ein bisschen mehr über Enricos frühere Begegnungen mit der Polizei zu erfahren. Aber das gehört vielleicht eher in eine Köpfe-mit-Nägeln-Folge. Mit diesem Upgrade festigt der Mindener den 3. Platz und steht mit einem Bein im Halbfinale. Qualifikationsrang 4 ist im Vergleich noch deutlich wackeliger. Der Spot hat jetzt bewiesen, dass er nicht läuft hier. Und ich will jetzt hier nicht noch mehr Zeit verplempern. Es kann natürlich immer noch mal ein 60er Zander kommen. Wir fahren jetzt auf die andere Seite, fischen die Schleuse noch mal, weil gerade echt gut Bootsverkehr ist. Die Fähre ist gerade auf unserer Seite, das heißt, bis wir da sind, sollte die auf dem Rückweg sein. Das passt mir alles ganz gut. Ich schnapp mir jetzt meine Sachen und zurück zum Auto. Abmarsch, Marsch. Mit der 60er Zander noch als Beifang, so habe ich das geplant, ne? Mit dem Quappi hier. Weil ich nicht so scharf vorn dran angel, sondern schon hier, da wo es dreht und an der Packungsnah. Die Barsche, die kommen an die Packung ran und knallen sich die Grundeln rein. Deswegen bin ich dort auch unterwegs. Wenn Sie mal kommen, wa? Hallo, habt ihr Hunger? Biele, Biele, Biele. Ruf noch mal richtig. So, das ist mein zweiter Barspot. Hier hoffe ich jetzt endlich auf den erlösenden Barschbiss hier. Wird echt Zeit. 14 Uhr schon längst durch. Die Zeit rennt. Deswegen, ich gebe jetzt richtig Gas. Hier ist eine schöne Steinpackung, sandiger Untergrund. Das läuft jetzt hier in Steine rüber. Ich tette mich da jetzt durch. Drückt mir die Daumen. Zander ist nicht der Fisch, den ich noch hier am krassesten verbessern kann. Aber ich nehme ihn gerne mit. Ist das bescheuert, ey. Kein Tock gespürt. Eieiei.
Das ist eine Hechtverbesserung. Da brauche ich aber die Scheppkelle. Die liegt ja hinten. Jo! Der 9er Zander Gummi Violett. Tag! Aber ich sag's euch, alles was Stacheln hat, die haben gerade irgendwas. Ich lasse mal schnell. Boah, den hätte ich sogar ohne Stahl gekriegt. Boah. Knack. Das kleine Ding, ne? Hauptsache hinten, ne? Hechte. Multispezies angeln. Wie ich es eigentlich am liebsten machen würde. Könnte man an so einem Fluss machen, ne? Den ganzen Tag. Ein 78er. Doch noch mal eine Verbesserung, ne? Und der hat schon mal einen weggehabt hier. Da? Angeldruck, ne? Das ist wirklich ein Thema, Leute. Der ist brav, Alter. Keine Pike-Nuggets, nix. Hast du einmal die Scheppkelle nicht neben dir liegen, ne? Rums. Leute, ich habe eine gute und eine gute Nachricht für euch. Zuerst die gute. Wer von euch einen Raubfisch Adventskalender vorbestellt hat, bei dem dürfte es in Kürze an der Tür klingeln, denn Europas beliebtester Angel-Adventskalender wurde palettenweise bei uns zugestellt und wird jetzt ausgeliefert. Und jetzt die gute, wer noch keinen vorbestellt hat, der muss trotzdem nicht leer ausgehen, wenn er jetzt nicht zu lange zögert. Heute bestellt, in wenigen Tagen bei euch und ich muss euch ganz ehrlich sagen, und tausende zufriedene Kunden geben mir recht, das Ding hier ist wirklich ein No-Brainer. 100 € knapp, 240 € Warenwert, nur exklusive Farben, geile Marken drin, da kann man wirklich nichts mit falsch machen. Also holt euch das Ding jetzt, sonst ist das Geheule am Ende wieder groß. €150 Angelset geschenkt. Das ist doch bestimmt Beschiss. Nee, das gibt's zu jedem Angelscheinkurs nur für kurze Zeit gratis dazu. Ach, das ist doch einer wieder Spittelschrott. Guck mal, alleine die La Mystique von LMAB kostet 90 € im Laden. Ah, da ist doch keine Rolle dabei. Klar, guck hier, von Abu, mit geflochtener Schnur sogar. Nee. Doch. Aber die teuren Köder musst du dir noch kaufen, oder? Nee. Oh. Köder und Zubehör sind auch dabei. Mach keinen Scheiß. Das klingt wirklich gut. Also, auf geht's. Angelset sichern, Kurs auf anglerschmiede.de buchen und dann ab ans Wasser mit dir. Schön auf dem tief laufenden Crank aus der A11 vom Realis Crank M65. Großer Bart, Freunde. Hier ist er. I'm just spot hopping a little bit. Of course, a canal is very boring, simple, quite straightforward more or less. So I'm really trying to find, like here, there's an entrance to a little harbor, trying to find the less boring points more or less in that canal. Maybe a place where there's a bridge, or where maybe a place where there's water flowing into the canal or something like this. Those kind of spots we're gonna quickly hit and run. On the first spot, got a few bites. And now just arrived here. Quick scan with the crankbait and then a few casts with a soft bait. Maybe throw a little bit along the dock here and we move again to the next spot. I need the perch now. I need a big perch. Crazy how the activity was there when the stream was there. Now the stream is still there but not enough and activity completely died.
I've been changing colors, I've been changing weight, vibration, and nothing helps. Okay. Let's move. Jo, nein! Doch, er hängt. Ah, Barsch. Geil. Den Cache haben wir jetzt tatsächlich nicht. Machen wir eine Handlandung. Ja, schöner kleiner Barsch. Ein 12 cm Gummi voll weggeballert. Den haken wir schnell ab und dann kommt er gleich zurück. Cool. Wir gehen endgültig in die Schlussphase. Anton lässt das Ganze auslaufen. Bei Sebastian und Enrico geht's aller Wahrscheinlichkeit nur noch darum, wer als Zweiter weiterkommt. Danach aber wird's haarig. Denn tatsächlich haben alle außer Christina noch gute Chancen, sofern hier in den verbleibenden knapp 1,5 Stunden noch was passiert. Ich glaube, mehr kann man sein Glück nicht ausreizen. Richtige Entscheidung getroffen, nicht zu fahren, sondern den Plan durchzuziehen. Und zu dem Plan gehört aber auch jetzt nochmal ein Spotwechsel. Und zwar gehen wir jetzt nochmal Barsche angeln. Und dann gucken wir mal, ob die vielleicht auch noch Bock haben. Wenn jetzt die Hechte aktiv sind, kann ja sein, dass die Barsche irgendwie ähnlich gut drauf sind und ja, die Fische jetzt erst am Nachmittag oder im Nachmittagsbereich beißen. So, das ist jetzt hier ein ganz, ganz kleiner Spot. Den hat mir freundlicherweise der Laundry gezeigt. Den werden wir jetzt einmal durchgrubbern, einmal wieder mit der Fliegenroute und einmal mit der Spinnroute. So, damit das Ganze auch wirklich klappt. Ein vorletztes Mal würde ich sagen. Einen letzten Spot machen wir gleich noch. Hecht drauf. Und bis jetzt habe ich noch nicht so viel vom Daumendrücken gemerkt. Also bitte jetzt wirklich alle 10 drücken und los geht das. Fisch. Ein absoluter Riese, glaube ich, aber Fisch. Und ich hatte meine Bremse noch auf. Ey. Oh. Ja. Oh, yes! Vorne ist er dran. 39,5, 40. Und das sind wir weg. Das Witzige ist, ich habe den Eindruck, dass den letzten Tage ganz viele Barsche auf den letzten Drücker kamen. Ja, der Fisch kam jetzt gerade auf den Smoking Swimmer in 4 Inch, Farbe Young Perch, 10 Gramm Jigkopf. Sehr geile Kombo. Ja Leute, ey, Hammer. YouTube Predator Cup, ey, es ist wirklich ein Auf und Ab der Gefühle jedes Mal, ey, es ist so krass. Und ich glaube oder ich hoffe, das geht nicht nur mir so. Es ist schon wirklich, es ist was anderes als einfach normal angeln, ey. Und ich habe hier direkt vor mir halt eine Kante. Die habe ich eben ertastet, man kann das auch direkt schon am Ufer sehen. Dass hier links von mir gehen die Steine halt flach rein. Und ich spüre auch, wenn ich da unten die Kante abjigge, dass da auch Steine runtergeputzelt sind und so. Das ist natürlich ein absoluter Hotspot für Barsche. Und ich bin echt happy, dass ich sie jetzt hier gefunden habe. Leider eben recht spät. Noch aber bleiben rund 60 Minuten für einen weiteren maßigen Fisch, mit dem Alex auf jeden Fall auf Platz 4 springen würde. Vorausgesetzt, die Konkurrenten schlagen nicht ihrerseits noch einmal zu. Also mit der Rolle und den Finger hier, das ist so geil. Diese SRM von ZEC, die 3000er, ey, das ist so eine Waffe. Oh. Na jetzt aber. Das ist ein Zander. Steine. Nein. Deswegen habe ich gepumpt, ne?
doch noch mit dem Zander geklappt. Der lässt sich ganz brav einlöffeln. Jawohl. Okay, ich nehme es zurück. Hab gedacht, es geht nichts mehr. Man muss erst ein bisschen jammern und dann wird's wieder. Ach, geil, Leute. Violett Glitter, ne? Schön. Jetzt muss ich die Schnur aber kontrollieren. Er hat sich unten festgesetzt, ne? In der Steinterrasse. Kannst du nur locker lassen und raus freischwimmen lassen, ein bisschen rumrühren und dann, wenn du Glück hast, nicht so doll ziehen, dann reißt nämlich alles ab. Und deswegen das lange Fluorocarbon zwischenschalten. Damit die Geflochtene nicht Bing macht in dem Moment. Er hat mit dem Fluorocarbon geravelt. Richtig krass. Boah. Bing. Der kleine Freche, ne? Keine Verbesserung. Nein, 50. Aber geil, ne? Ah, ich liebe es. Danke für deinen Talk. Ich kriege auf jeden Fall gute Haltungsnoten hier auf der Packung, oder? Ich meine, dieses auf Barsch versuchen, weiter innen in den Wirbeln und so, das ist halt, ja, lässt du halt die Zander liegen, ne? Habe ich heute echt die ganze Zeit gemacht, weil das eigentlich der Fisch ist, der noch am meisten pusht. Weil die Durchschnittsgrößen von den Zandern da so über 65, das ist dann schon gezockt. Dass das eher noch klappt und der würde nicht so viele Punkte bringen, als wenn ich noch so einen Ü40er Barsch hier reinhau. Ja, das ist das Ding. Deswegen habe ich so viel an der Seite rumgeangelt, hier in den Wirbeln, in der Mitte, gar nicht so vorne an den Stromkanten. Jetzt über den Tag stehen sie dann wieder ein bisschen tiefer auch gerne. Das mache ich halt jetzt zum Schluss halt noch mal ein bisschen. Ne? In der Hoffnung, dass noch Zander kommen und so, da kommt sogar noch ein Hecht und ein Zander. Das ist doch schön. Oh, the smell of success. Ja. Wenn die Hände so riechen, dann weißt du, das ist ein geiler Angeltag. Dann fühlt sich Angeln auch geil an irgendwie. Angeln ist eigentlich scheiße. Fische fangen ist geil. Na, das nehmen wir doch als O-Ton. Sebastian hat gut lachen und scheint zu ahnen, dass er in der Tabelle gut dasteht. Dahinter macht sich kurz vor Schluss nun doch spürbar Nervosität breit. Tja, es fällt mir schwer zu glauben, aber das muss ich jetzt nehmen, wie es kommt. Hat einfach keinen Sinn, heute Hecht zu angeln. Die haben gar keinen Bock. Jetzt wollen wir mal keine Zeit verlieren. Langsam kommt ein bisschen Hektik auf. Fahren jetzt direkt nochmal an die Schleuse. Da ist immer Bewegung drin. Auch da kann im Zweifel nochmal ein Hecht kommen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall hopp hopp. Weiter geht's. An alle Barschangel-Fans, ich muss euch leider enttäuschen, aus der Nummer wird nichts. Ich habe in die Karte geguckt und es ist doch weiter, als ich dachte. Und deswegen nehme ich dieses Risiko jetzt nicht in Kauf, eine halbe Stunde Angelzeit zu verfahren und dann auch nur noch eine halbe Stunde an einem Spot zu haben. Die Hechte sind beziehungsweise scheinen gerade aktiv zu sein. Es ist ein bisschen windiger, ein bisschen bewölkter, also ein bisschen bedeckter. Ja, warum sollte ich das dann jetzt hier verlassen? Wir machen die gleiche Runde wie vorhin und gucken, ob wir irgendwo noch einen aktiven Fisch kriegen. Und dementsprechend hoffen wir vielleicht auch noch einen Hecht zu fangen oder vielleicht irgendeinen Beifang. Vielleicht einen riesen Zander in irgendeinem Polder, man weiß es ja nicht. Soll es ja geben, habe ich gehört. Letztes Bühnchen erreicht, habe noch 45 Minuten. Vielleicht mache ich sogar noch eine, aber ich wollte eigentlich nur bis hierher. Klassiker bleibt. Vorgehensweise erstmal die Packung schön abklappern im wahrsten Sinne des Wortes. Let's try to grab a big perch. Last stop, 10 minutes ago, but I see somebody already fishing here. Let's hope my lures are better than his. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Ist das, ey? Oh! Da war ein Biss. Oh. Das könnte ein Barsch gewesen sein, ohne Mist. Warum hauen sie sich das Ding nicht rein? Ich verstehe es nicht. So einen kleineren nehmen oder was? Fisch. Oh nein, der war gut. I got a bite. Oh, oh. Oh. Ah. No.
Wow! Yo! Alter! What the fuck? Leck mich am Arsch! Habt ihr das gesehen? Der ist einfach 1,5 Meter aus dem Wasser hinterher. Ey, was? Ey, wie krass! Wie krass! Ey, unglaublich. Ja, der macht eine schöne Show für euch. So, den Kollegen cashen wir jetzt mal ein. Jetzt haben wir ihn. Geil! Der bringt uns jetzt leider nichts mehr, aber ey, was ein spektakulärer Drill. Richtig genial. Ja, freut mich. Den haken wir kurz ab und dann geht er gleich zurück. Ja, spektakulärer Drill. Schöner, ja, N60er Hecht. Aber machen wir nicht lang rum, der kommt gleich zurück. Geil, freut mich. Geil. Ja, hab mir jetzt leider den Gummi zerstört. Das ist alles, was über ist. Naja, hier ist der Rest her. Aber ist in Ordnung. Die meisten Bisse, die besten Fische und die spektakulärsten Drillaufnahmen. Anton dominiert in jeder Kategorie. Bis zuletzt offen bleibt jedoch der Kampf um Rang 4. Rettet Roman seinen hauchdünnen Vorsprung ins Ziel oder gibt's den Last-Minute-Treffer für Alex oder Simon? Das ist ein Fisch. In der Flosse gehakt. Ich ahne, du glaubst es nicht. Fuck. Oh, ist das ärgerlich. Und das ist ein richtig dicker Barsch. Es ist ein richtig dicker Barsch. Ich würde den spaßeshalber, auch wenn er im Grunde nicht zählt, würde ich mal gerade messen. Das ist ein richtig dicker Barsch. $48,5 ist ein 49er. Oh, ist das bitter. Das tut richtig weh. So, der geht jetzt nicht wieder rein. Da fange ich einen richtig. Oh Mann, ey. Das ist echt bitter, ey. Aber das heißt, die sind da. Also weitermachen. Tolle Mentalität. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich den Barsch an Alex' Stelle gemessen hätte. Oh! Alter! Riesenhecht! Alter, der kam zweimal. Das erste Mal daneben. Boah, crazy. Ja, ist doch nicht so groß. Aber... Geiler Biss, Mann. Aber es ist wieder ein schöner. Oh doch, der ist größer wie... Doch. Jawohl! Was? Boah, was ein Abschluss. Ich glaube, das war jetzt der letzte Fisch. Ey, es ist unglaublich. Ja, das ist wieder so ein Mitte, End 80er. Hat sich den Jerk voll weggeknallt. Der ist das erste Mal an der Oberfläche daneben geballert und 2 Jerks danach, puff, voll rein. Geil. Es läuft einfach, es läuft. Genial. Cool. Der hat 80er auf den Punkt. Den machen wir gleich wieder zurück. Und weg ist er. Ja, geil. Absolut geil. Ey, jetzt echt noch
die letzten 10 Minuten gesagt, ich probiere es mal mit dem Jerk, vielleicht steht noch ein Hecht da. Und ja, hat wieder funktioniert. Ich zeige euch noch mal kurz das Gerät und auf was er kam. Ja, Jungs und Mädels, das war jetzt der Erfolgsköder für den letzten Hecht. Super genialer Jerk, der hat jetzt schon einiges kassiert. Und ja, geile Farbkombination, die Fangsau, so heißt der. Absolut geniales Teil. Fangsau ist ein gutes Stichwort und irgendwie war es dann doch nur folgerichtig, dass hier auch der letzte Fisch an den Mann von Sportex geht. Bevor wir zur Siegerehrung mit Ino gehen, horchen wir noch einmal kurz bei allen Teilnehmern nach. Einen Fisch gefangen, den ich gerne fangen wollte, 60er Zander, das ist super. Mit dem zweiten Zander auch ein bisschen geupgradet, auch super. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass die anderen einen ähnlich schlechten Tag hatten und es noch reicht, um weiterzukommen. Tough day, to be honest. We started off well with some nice pike action. Sadly lost 2 really good upgrades, like 70, 75 more or less centimeter pikes. Would have helped me a lot. Maybe with a bit of luck the other guys in the group had a very tough day as well. Also das war heute schon wieder so ein Tag zum Abgewöhnen. Das war so ein Tag, wo man sich denkt, eigentlich alles richtig gemacht, am Plan festgehalten und trotzdem wollte ich zwischendurch gerne aufgeben. Ich bin sehr froh, dass ich noch einen Barsch gefangen habe, weil ich langsam echt die Krise gekriegt habe. Aber ich nehme trotzdem viel Positives mit. Es war eine mega coole Erfahrung. Ich hoffe, ich konnte euch die Produkte von Duo International trotzdem ein bisschen näher bringen. Ich glaube, die Qualität spricht für sich, auch wenn ich jetzt heute oder die Tage nicht so viel Fisch fangen konnte. Und ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß noch mit den weiteren Folgen von YPC Bank. Es hat super Angler mit dabei, viele Newcomer, die es hoffentlich ein bisschen weiter schaffen als ich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Danke für die Unterstützung. Es war aufregend, also eine Erfahrung für mich auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat gereicht, dass wir uns im Halbfinale wiedersehen. Das war so mein Ziel, das zu schaffen. Wenn nicht, habe ich trotzdem ein paar schöne Fische gefangen und 2 geile Angeltage gehabt. I don't know. I really don't know what went wrong. It's tough because during training, when you don't need them, you have them. Anyway, I'm thanking you for all the support you show us. It's really great. And I'll be seeing you in the YPC France because now we're gonna have a YPC France from the shore. And I will be participating there, and I hope that I can count on you and you will follow me there because it's going to be fun. New place, I'm going to discover again a new fishing ground, so I'm really excited for that. So stay tuned, and for the winner of the group, congratulations, you did a good job. See you! Für mich geht ein absolut gestörter Angeltag zu Ende. Es ist alles nach Plan aufgegangen. Wir haben den Barsch rausgeschmissen mit 42 durch einen 45er ersetzt. Wir haben den Zander, den 58er durch einen 59er ersetzt. Und wir haben unseren Hecht verbessert auf 85. Wir haben, ich glaube, insgesamt jetzt 4 oder 5 Hechte noch gefangen. Noch ein Barsch und noch ein Zander. Also es war ein unglaublicher Angeltag. Ja, teilweise schwierige Geburt, aber am Ende hätte es ja tatsächlich noch klappen können. Ey, scheiße. Ja, der 49er Barsch, ey, das ärgert mich tatsächlich richtig. Dass der nicht vernünftig hing, dann hätte ich, glaube ich, eine echt geile Fullcard gehabt. Aber es ist, wie es ist. Man kann es sich nicht aussuchen. Ich habe auf jeden Fall mega Spaß gehabt. YPC 2024, es wird richtig geil. Freut euch drauf, die weiteren Folgen. Ich wünsche allen, die noch weiterkommen, viel Glück, viel Erfolg. Bedanke mich bei meinen Sponsoren, Neuke, und bei allen, die mir geholfen haben. Ich bin raus. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Runde. Ich bedanke mich. Wir sehen uns, wenn nicht hier, dann auf Insta.lmap. Bis dann. Das war's. Roman trifft mit Das den Schöne auf den Sieger der Gruppe A. Enrico muss es mit Flo Hassenpflug aufnehmen. Sebastian fischt gegen Sami Moib. Und zwischen Anton und Herbert kommt es zum Generationenkonflikt im Bayern-Battle. Bis dahin ist allerdings noch etwas Zeit. Zunächst geht es nämlich weiter mit den anderen beiden Vorrundenentscheidungen.
Schon am kommenden Donnerstag strahlen wir die erste Hälfte des zweiten Wettkampftages der Gruppe C aus. Ich verspreche euch, so knapp wie in dieser Gruppe ging es in der YPC-Gruppenphase nur ganz selten zu. Deswegen 20 Uhr einschalten, bis dahin Likes und Kommentare hier lassen und im besten Fall selbst noch ein paar schöne Herbsträuber abräumen. Natürlich am liebsten mit Tackle aus unserem Online-Shop. Ciao!